Du suchst Arbeit in Deutschland, bekommst aber nur wenige passende Stellen angezeigt? Dann könnte es an den Wörtern liegen, die du bei der Jobsuche eingibst. Ich zeige dir heute, welche Wörter du bei der Jobsuche in Deutschland besser verwenden solltest. Und ich gebe dir noch ein paar hilfreiche Tipps, die dir dabei helfen könnten, einfach schneller passende Stelle hier in Deutschland zu finden. Ich bin Daiva und ich helfe gerne Menschen, die neu in Deutschland sind, einfach hier die wichtigsten Themen besser zu verstehen. Viele Menschen suchen Jobs zuerst im Internet auf Jobbörsen, wie zum Beispiel Stepstone oder zum Beispiel Monster, Indeed. Das ist auch richtig. Aber viele suchen viel zu allgemein. Also nehmen wir ein Beispiel, du willst im Lager arbeiten und du gibst das Wort Lager ein, dann siehst du oft nur einen kleinen Teil der offenen Stellen. Hier in Deutschland verwenden die Arbeitgeber oft andere Begriffe, wie zum Beispiel in dem Fall Lagerhelfer oder Versandmitarbeiter oder Mitarbeiter Wareneingang. Und all diese Begriffe, also all diese Wörter beschreiben ähnliche Arbeit. Und das gleiche gilt auch für andere Jobs. Da schauen wir später nochmal ein paar an. Erstmal gebe ich dir ein paar wichtige Tipps. Benutze bei der Jobsuche zusätzliche Begriffe, zum Beispiel wie Quereinsteiger, Berufseinsteiger oder Helfer. Und kombiniere diese Wörter immer mit dem Beruf und der Region, in der du arbeiten möchtest. Richte auch unbedingt auf den Jobbörsen Suchagenten ein. Dann bekommst du neue Stellenangebote automatisch per E-Mail zugeschickt und musst nicht jeden Tag selbst danach suchen. Ein wichtiger Tipp ist auch, suche nicht nur auf Jobbörsen, suche zusätzlich auch direkt auf den Internetseiten von Unternehmen. Manchmal werden freie Stellen erst einfach auf eigene Internetseite veröffentlicht und erst später auf Jobportalen. Und wenn du schon in Deutschland lebst, lohnt es sich oft auch persönlich vorbeizugehen und zu fragen, ob sie Mitarbeiter auch suchen. Besonders in Restaurants zum Beispiel, Cafés, Hotels, Supermärkte oder auch kleinere Betriebe kann es echt sinnvoll sein, wenn man persönlich hingeht und danach fragt. Auch die Bundesagentur für Arbeit kann dir bei der Jobsuche helfen. Dort findest du viele Stellenangebote und kannst dich ja auch kostenlos beraten lassen. Wenn du aber noch nicht weißt, wie dein Beruf in Deutschland genau heißt, schau unbedingt beim Berufnet. Dort findest du Informationen zu vielen Berufen und ihren deutschen Bezeichnungen. Also das finde ich sehr hilfreich, dann weißt du, welche Begriffe du auch suchen musst. Okay, jetzt schauen wir uns einige Berufsbezeichnungen an, nach denen du zusätzlich suchen kannst, wenn du zum Beispiel in bestimmten Bereichen arbeiten möchtest. Zum Beispiel, wenn du in der Produktion arbeiten möchtest, kannst du zum Beispiel auch nach diesen Begriffen suchen, wie zum Beispiel Produktionshelfer, Verpackungsmitarbeiter, Maschinenbediener, Anlageführer. Auch im Bereich Reinigung gibt es wirklich sehr viele Wörter, die das beschreiben, zum Beispiel Reinigungskraft, Gebäudereiniger, Zimmerreinigung. Auch viele Hotels suchen regelmäßig Mitarbeiter für zum Beispiel Housekeeping, Frühstücksservice oder Küchenhilfe oder Spülkraft. Wenn du einen Führerschein der Klasse B hast und gerne unterwegs bist, könnte auch in diesem Bereich zum Beispiel Suchbegriffe eingeben wie Auslieferungsfahrer, Kurierfahrer, Paketzusteller oder einfach Fahrer Klasse B. Wenn deine Deutschkenntnisse schon etwas besser sind, dann könntest du zum Beispiel auch andere Möglichkeiten ausprobieren, zum Beispiel im Einzelhandel. Zum Beispiel kannst du suchen nach Verkäufer, Kassierer oder Warenverräumer, Verkaufsmitarbeiter, Mitarbeiter Einzelhandel. Auch im Pflegebereich gibt es viele Möglichkeiten. Hier kannst du zum Beispiel folgende Wörter suchen: Pflegehelfer, Pflegeassistent, Betreuungskraft oder zum Beispiel Alltagsbegleiter oder Patientenbegleiter. Deutschland suchen seit Jahren Mitarbeiter in diesem Bereich. Wenn dein Deutsch aber schon deutlich besser ist und du gerne im Büro zum Beispiel arbeiten möchtest, dann könntest du nach
Sacharbeiter suchen oder kaufmännische Mitarbeiter, Teamassistenz, Personalassistent, Office Manager, Verwaltungsmitarbeiter oder zum Beispiel Mitarbeiter Kundenservice, Mitarbeiter Buchhaltung, Backoffice-Mitarbeiter oder auch zum Beispiel Datenerfasser. Auch Arztpraxen bieten interessante Möglichkeiten. Suche dort nach medizinischer Fachangestellter, Praxisassistenz, Empfangskraft in Praxis oder Praxismanager. Es gibt außerdem Berufe, die viele Menschen bei ihren Jobsuche auch vielleicht vergessen. Und dazu gehören zum Beispiel Flughafenmitarbeiter, Gepäckabfertiger, Sicherheitsmitarbeiter. Viele Menschen bewerben sich nicht, weil sie denken, dass sie nicht alle Anforderungen entsprechen. Wenn du einen großen Teil davon erfüllst, Qualifikation hast, bewirb dich trotzdem. Viele Arbeitgeber suchen motivierte Mitarbeiter, die bereit sind, einfach auch dazu zu lernen. Achte außerdem in Stellenanzeigen auf Begriffe wie Vollzeit, Teilzeit, Minijob oder Schichtarbeit. Vollzeit bedeutet hier in Deutschland, dass du die üblichen Arbeitsstunden pro Woche arbeitest. Die sind etwa 40 Stunden. Teilzeit sind wenige Stunden. Ein Minijob ist eine geringfügige Beschäftigung mit einer bestimmten Verdienstgrenze. Schichtarbeit bedeutet, dass du zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten kannst, zum Beispiel früh, spät oder auch nachts. Eine Liste mit vielen Suchbegriffen habe ich dir in die Videobeschreibung abgespeichert. Vielleicht ist da etwas Passendes dabei für dich. Wenn dir das Video hilft, dann gib mir gerne einen Daumen hoch. So weiß ich, dass solche Themen dich auch interessieren und es für dich hilfreich ist. Ich freue mich sehr, wenn diese Videos dir weiterhelfen. Dann bis zum nächsten Video und viel Erfolg beim Jobsuche und mach's gut. Bis bald.